Herzliche Grüße hier von der Gaula. Wir haben eine Woche hartes Lachsfischen im Nacken und in dieser Woche durfte ich die neuen Nordic-Routen von C&D mal richtig ordentlich testen. Und ich muss sagen, über die Woche haben sie mir mehr und mehr gefallen. Wir hatten hohes Wasser am Anfang, dann ist es über die Woche echt krass gedroppt und jetzt haben wir wirklich Niedrigwasser. Das heißt, eigentlich alle Konditionen, die ihr so an einem Lachsfluss über die Saison über erleben dürft, haben wir in einer Woche testen können. Und zwar mit den beiden mittleren Modellen der neuen Nordic-Routen, der 8er in 13 Fuß und der 9er in 14 Fuß. Die Nordic-Routen von C&D vereinen eine etwas skandinavischere Wurfaktion mit den klassischen Charakteristiken einer C&D-Route, wie wir sie bereits kennen von beispielsweise der Gravity-Serie. Die Nordic-Routen wurden eigens von den Leuten von Nfisk, also dem norwegischen Vertrieb von diesen Routen, entworfen und man spürt, dass hier wirklich Angler am Werk waren, die auch aus diesem fischereilichen Hintergrund herstammen. Die Routen haben, genau wie auch die anderen C&D-Routen, eine sehr kräftige Aktion, wurden aber hinsichtlich des Wurfstils etwas angepasst. Die Spitze ist weiterhin recht kräftig und schnell. Der untere Blenk wurde allerdings etwas weicher und sanfter gestaltet, um eben skandinavische Schnüre etwas feiner zu bewegen und vor allen Dingen etwas energiesparender zu fischen. Diese Aktion macht sich besonders bemerkbar, wenn man dann mit etwas leichteren, längeren Schnüren wirklich auf diese skandinavischeren Touch-and-Go-Wurfstile übergeht, weil dann sparst du extrem viel Energie. Und das macht sich nach so einer Woche Fischen für mich zumindest sehr, sehr stark bemerkbar, weil du wirklich den ganzen Tag über 15, 16, 17 Stunden teilweise am Tag fischen kannst, ohne dass dir am Abend der Arm abfällt. Trotz des Namens Nordic funktioniert diese Route allerdings auch mit allen anderen Wurfstilen. Wir haben sie über die Woche, wie gesagt, unter allen Bedingungen getestet und auch eben mit verschiedenen Schnüren von Nextcast vor allen Dingen, zum Beispiel auch dem Core und dem Zone-System, die eher in Richtung Skagit orientiert sind, also für schwere Sinkraten, schwere Tips vor allen Dingen und schwere Fliegen ausgelegt sind und somit halt auch für höhere Wasserstände optimiert wurden. Und auch da hatten wir überhaupt keine Probleme, diese Schnüre auch mit höheren Gewichten zu bewegen. Und das liegt nicht zuletzt an der Micro-Pitch-Blank-Technologie, die auch hier verbaut wurde. Die kennen wir bereits aus vorherigen Serien und vor allen Dingen aus dem Competition-Bereich. Und da wurde sie unter extremer Belastung getestet und hat sich eben als High-Performance-Material herauskristallisiert und sorgt eben dafür, dass diese C&D-Routen unter höchster Belastung performen können. Die Oberfläche des Blanks ist ungeschliffen. Das gefällt mir persönlich nicht nur haptisch sehr gut, sondern auch optisch. Und vor allen Dingen ist durch die spezielle Wicklung der Matten eine etwas schillernde Oberfläche entstanden, fast perlmuttartig. Das heißt, wenn ihr das so gegen das Licht haltet, seht ihr wirklich einen schillernden Blank, was ich so bei noch keiner anderen Route gesehen habe. Und das gefällt mir persönlich in der Kombination mit dem schwarzen Farbton hier extrem gut. Die Beringung der Route kennen wir bereits von allen anderen C&D-Routen. Das heißt, wir haben oben auch diesen charakteristischen Spitzenring mit einer Keramikeinlage, gefolgt von einigen Schlangenringen und dann eben im unteren Teil sehr stabile Stripping Guides, ebenfalls mit einer Einlage, die Reibung mit der Schnur reduziert. Schauen wir uns nun mal den Korkgriff hier an. Also zuallererst, optisch gefällt er mir sehr gut. Schlicht gehalten, recht schlank gehalten. Wir haben hier oben und unten jeweils an den oberen und unteren Griffen so Kompositabschlüsse zur Verstärkung des hochwertigen Korks. Und dann, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist die Form.
Die Form ist jetzt erstmal unscheinbar so optisch von außen, aber wenn man mal drüber fühlt, merkt man, hier oben ist eine kleine Wulst eingebaut, also eine Art Wölbung, die die Handhaltung hier oben extrem entspannt und begünstigt. Also hier habt ihr wirklich das Gefühl, dass da der Daumen und der Handballen so seine Position findet und ihr den ganzen Tag über die Route total locker und entspannt in der Hand haltet. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das werde ich auf jeden Fall bei anderen Routen jetzt vermissen, weil ich es jetzt einmal bei dieser Route kennengelernt habe. Der Rollenhalter ist recht schlicht gehalten, Downlocking natürlich, um das Gewicht der Rolle etwas nach hinten zu verlagern, um auch die Balance der Route zu verbessern. Von Alps gefertigt, also einem extrem renommierten Rollenhalterhersteller und aus einem eloxierten schwarzen Aluminium, also auch hier sehr robust und passt sehr, sehr gut in das Gesamtbild der Route, also minimalistisch, skandinavisch, nordisch, was mir persönlich extrem gut gefällt. Also Leute, ich muss sagen, mir hat diese Route über die letzten Tage von Tag zu Tag immer besser gefallen. Das liegt vielleicht daran, dass ich erstmal von schnelleren Routen umgestiegen bin, die einen vor allen Dingen steiferen unteren Teil hatten. Aber diese etwas tiefere Aktion in Kombination mit der dennoch kräftigen, schnellen Spitze hat eben ermöglicht, dass ich Schnüre, die auch was länger sind, viel entspannter manövrieren kann, viel einfacher bewegen kann und eben energiesparender ans Ziel befördern kann. Wir haben jetzt hier die mittleren Modelle getestet, also die 8er in 13 Fuß, die 9er in 14 Fuß. Es gibt noch ein leichteres 7-8er Modell, es gibt noch ein schwereres Modell für die frühe Fischerei an großen Lachsflüssen und es gibt Switch-Modelle für die Fischerei auf Meerforellen, auf Forellen im Fluss oder eben kleinere Lachsflüsse. Also ihr habt hier in dieser Serie wirklich alles abgedeckt, von der leichten, mittleren Forellenfischerei bis hoch zur schweren Steelhead- und Lachsfischerei. Und ja, wer nach einer Route sucht, die ein klassisches CND-Feeling hat und trotzdem eine moderne skandinavische Aktion damit vereint, für denjenigen ist diese Route ideal und ja, mir persönlich hat sie extrem viel Spaß gemacht und ich kann sie wirklich jedem, der Zweihand werfen und Zweihand fischen liebt, wärmstens empfehlen.